der Microsoft Flight Simulator 2024 auf der PlayStation 5. In diesem Video zeige ich dir die Grundlagen dafür, wie du auf der PS5 Schritt für Schritt deinen Flug planst, an verschiedenen Stellen spawnen und wie du Checklisten abarbeiten kannst, um sorgenfrei abzuheben. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Für die Flugplanung hast du im Microsoft Flight Simulator 2024 zwei Möglichkeiten. Entweder direkt über die Simulation oder über den sogenannten Flight Planner. In diesem Video sehen wir uns ausschließlich die Möglichkeiten an, die die Simulation bereits mitbringt. Also alles, was in Sim möglich ist. Wie ihr den Flight Planner verknüpft, also die alternative Möglichkeit, sehen wir uns im Laufe des Videos aber auch noch an. Noch etwas Grundlegendes. Wie zuletzt gezeigt, funktioniert die Bedienung von Fluggeräten per DualSense hervorragend. Den Link zum entsprechenden Video findet ihr in der Videobeschreibung. Immer dann, wenn es jedoch in tiefere Einstellungen geht oder beispielsweise um die Flugplanung, empfehle ich die Bedienung per Maus, die meiner Meinung nach dann einfach komfortabler ist. Auch hierzu findet ihr, also zu Maus und Tastatur, entsprechende Empfehlungen in der Videobeschreibung. Legen wir los! Wir bewegen uns im Hauptmenü auf die Kachel Freier Flug und sehen die Weltkugel. Für den einfachsten aller Flugpläne wählen wir einen Abflughafen und einen Zielflughafen aus. In meinem Fall ist das der Abflughafen in Lugano, Lima Sierra Zulu Alpha und der Zielflughafen Innsbruck, Lima Oscar Whisky India. Die Buchstaben werden im sogenannten ICAO-Alphabet ausgesprochen. ICAO steht für International Civil Aviation Organization. Dabei steht jeder Buchstabe für einen ausgesprochenen Namen, damit schwer verständliche Buchstabenfolgen wie Flugzeug, Rufzeichen oder etwa Codes klar übermittelt werden und international verständlich sind. Nachdem wir Abflug und Ankunft definiert haben, sehen wir hier oben direkt die Flugzeit, die Distanz, die dafür erforderliche Spritmenge sowie Start- und Zielflughafen mit einer jeweiligen Angabe zur Start- und Landebahn. Sobald wir das Fluggerät an diesem Punkt hier jetzt ändern, ändern sich auch die Werte zu Flugzeit und erforderliche Spritmenge. In der Karte sehen wir nun eine gerade Linie von A nach B. Wie erwähnt, beginnen wir mit dem denkbar einfachsten Flugplan und das ist genau dieser hier, also ein Flugplan straight von A nach B. Jetzt kann man beispielsweise noch unter den Flugbedingungen das Wetter, die Uhrzeit und so weiter anpassen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. In diesem Fall starten wir dann mit laufendem Motor, startklar von der Runway, die das System aufgrund von äußeren Einflüssen automatisiert auswählt. Um detaillierter zu planen, gehen wir jetzt tiefer rein. Zuallererst setzen wir die geplante Flugroute zurück, indem wir hier den entsprechenden Button bedienen. Bevor es an die nächste Flugroute geht, hier ein wichtiger Hinweis. Wie eben erwähnt, wählt das System aufgrund äußerer Bedingungen, also aufgrund von Wetter und so weiter, eine Runway automatisiert aus. Wenn ihr eine bestimmte, von euch ausgewählte Runway erzwingen wollt, dann müsst ihr in den Einstellungen die entsprechende Funktion aktivieren. Diese findet ihr wie folgt. Wir gehen hier oben einmal auf das Zahnrad, wechseln auf den Reiter Unterstützung und scrollen hier ganz nach unten auf den Punkt Flugsicherung folgt Flugplan. Und hier setzen wir jetzt den Haken, damit die Flugsicherung immer die Abflug- und Ankunftsbahn sowie das Anflugverfahren verwendet, welche in deinem ursprünglichen Flugplan von dir festgelegt wurden. Wir erzwingen also im Grunde unsere Vorgaben so umzusetzen, wie wir das möchten. Danach speichern wir hier unten ab und kehren zur Weltkugel zurück. Es macht natürlich maximal Sinn, die äußeren Umstände für den Abflug mit einzubeziehen und darauf die Abflugseite festzulegen. Da diese automatisierte Funktion jedoch gerade am Anfang teils auf Unverständnis stößt, im Sinne von ich stelle die eine Abflugseite ein und starte dann aber von der anderen, warum ist das denn so? Möchte ich euch diese Information hier direkt zu Beginn mit an die Hand geben. Und weiter geht's. Wenn wir nun detaillierter planen möchten, dann zoomen wir an die gewünschten Airports näher heran.
Wie ihr sehen könnt, erkennen wir nun mehrere Punkte, die wir auswählen können. Wir befinden uns hier für den Abflug erneut in Lugano. Wenn wir die Punkte an den jeweiligen Enden der Start- bzw. Landebahn auswählen, dann befindet sich unsere Maschine mit laufendem Motor und abflugbereit an der gewünschten Stelle. In diesem Beispiel wäre das dann die 19 oder die 01. Man spricht die Zahlen im Übrigen immer nacheinander, also hier beispielsweise nicht 19, sondern 19 aus. Sobald wir einen Punkt auswählen, der sich nicht direkt am Anfang oder am Ende der jeweiligen Start- bzw. Landebahn befindet, sondern an einer Parkposition, beispielsweise am Vorfeld, dann starten wir aus dem sogenannten Cold and Dark heraus. Das bedeutet, das Fluggerät muss von Grund auf gestartet werden. In diesem Fall empfehle ich die Orientierung an den Checklisten, die ihr wie folgt zu jedem Fluggerät findet, und dazu wechseln wir jetzt hier einmal an den Airport. Wir öffnen das EFB, gehen dort auf das Flugzeugsymbol, wählen Checklisten aus und legen dort für den Anfang die Stufe Standard fest. Mit zunehmender Flugstundenanzahl kann man sich hier auch an schwierigere Checklisten wagen. Im Anschluss können wir uns hier nun nach und nach durcharbeiten. Bringt bei diesem Thema hier gerne etwas Zeit und Geduld mit, denn man muss sich schließlich auch ein bisschen orientieren, gerade zu Beginn. Und als Unterstützung ist hier eine Funktion mit am Start, und zwar habt ihr hier dieses Auge. Bedeutet, wenn ihr die Parkbremse hier jetzt sucht, nicht wisst, wo diese ist im Flugzeug, dann klickt ihr auf das Auge, auf Betrachten und springt automatisch zum jeweiligen Hebel, Schalter und so weiter. Für einen schnellen Systemstart bzw. auch für dessen Abschaltung gibt es auch Kurzwahlmöglichkeiten wie folgt. Die Funktion des automatischen Triebwerkstarts ist am DualSense Controller bereits standardmäßig hinterlegt. Und zwar mit dem Befehl R1 plus Steuerkreuz nach unten. Und wie ihr hier seht, sind weitere Funktionen für diesen Befehl hier hinterlegt. Und wenn wir jetzt hier einmal auf das kleine Zahnrad klicken, dann sehen wir, hier ist auch der automatische Triebwerksstopp hinterlegt. Das bedeutet, wann immer ihr R1 plus Steuerkreuz nach unten klickt, schaltet ihr das Triebwerk entweder automatisch ein oder aus. Hier noch ein Tipp zur erforderlichen Spritmenge. Sobald ihr einen Airport für den Abflug ausgewählt habt und weiter herauszoomt, dann seht ihr hier einen Kreis um euren Standort herum. Genau das ist die Reichweite, mit der ihr mit der aktuellen Tankfüllung kommt. Bei Bedarf anpassen könnt ihr diese jederzeit über das EFB auf der linken Seite im Punkt Nutzlast und Treibstoff. Zurück zur Flugplanung und hier noch eine Ergänzung. Ihr müsst nicht zwingend an den Airport heranzoomen, um die einzelnen Punkte anwählen zu können. Nachdem ihr einen Airport ausgewählt habt, könnt ihr dies auch über den Reiter hier oben tun. Visuell einfacher und für eine bessere Orientierung ist es allerdings, wenn man tatsächlich dann näher heranzoomt und genau weiß, wo man ist. Wenn wir komplex planen möchten, dann tun wir das über das EFB. Wir öffnen also unser Electronic Flight Bag. Kurz grob zum Aufbau dessen, rechts unten habt ihr hier Optionen zum EFB an sich. Beispielsweise könnt ihr Größe und Ausrichtung verändern oder aber auch die Art der Darstellung der Karte. Beispielsweise aus der Grundeinstellung heraus auf eine Satellitenansicht wechseln. Auf der linken Seite habt ihr dann alle relevanten Themen rund um die Planung. Oben die Flugroute, gefolgt von den Flugdetails. Weiter geht es mit Nutzlast und Treibstoff, dem Navigationslog und einem Klemmbrett. Um nun einen Abflughafen zu wählen, geben wir hier das entsprechende Kürzel ein. In meinem Fall bleiben wir bei unserem Beispiel Lugano, also geben wir hier Lima Sierra Zulu Alpha ein. Im Anschluss wählen wir wieder unsere Startseite aus, die 1.9. Und jetzt seht ihr hier an der Seite, es sind weitere Menüpunkte aufgetaucht, die weitere Daten zu unserem Airport beinhalten, wie das Wetter, Runways, Frequenzen und allgemeine Informationen.
Als nächstes geben wir unseren Zielflughafen ein und bleiben auch hier wieder bei unserem Beispiel Innsbruck. Lima, Oscar, Whisky, India. Es können nun auch verschiedene Ab- und Anflugverfahren ausgewählt werden, die euch hier auf der Karte auch entsprechend dargestellt werden. Außerdem können beliebige Wegpunkte hinzugefügt und auch wieder entfernt werden. Und so bauen wir uns nach und nach eine Flugroute. Was die Flughöhe angeht, so können wir entweder eigenständig planen oder automatisiert. Unter Flugdetails können noch weitere Parameter angegeben werden. Unter Nutzlast und Treibstoff können wir beispielsweise die Tankfüllung anpassen und unter Navigationslog die Zeiten einsehen. Der Punkt zugeschnittene Karten ist etwas sperrig übersetzt und beinhaltet weitere Daten zum jeweiligen Airport. Wer sich die Charts einmal genauer ansehen möchte, der klickt innerhalb der Route auf das i neben dem jeweiligen Airport, damit hier links weitere Menüpunkte auftauchen, die Daten zu unserem Airport beinhalten, wie Wetter, Runways, Frequenzen und allgemeine Informationen. Und genau hier gibt es dann eben auch die Charts. Sollte der Flugplan nicht automatisch in die Avionik deines Fluggerätes übernommen werden, so kannst du dir den erstellten Flugplan auch direkt aus dem EFB heraus erneut an die Avionik und die Flugsicherung übermitteln. Öffne dazu das EFB, egal ob hier auf der Weltkarte oder wenn du bereits in deinem Fluggerät sitzt. Öffne dort dann den Flugplaner und klicke auf die Flugroute. Über den Button Senden kannst du dann an die Flugsicherung oder die Avionik einzeln den Flugplan senden oder an beide gleichzeitig. In dieser Ansicht hier kannst du außerdem über das Diskettensymbol oben in der Leiste Flugpläne abspeichern, laden oder auch aus dem Flight Planner importieren. Allgemein gibt es im EFB sehr viel zu entdecken. Nehmt euch Zeit dafür, um Zusammenhänge zu verstehen und um in der Folge besser damit zurechtzukommen. Im Übrigen müsst ihr nicht zwingend an einem Flughafen starten. Wenn wir hier an irgendeinen Punkt auf der Weltkugel klicken, öffnet sich die Möglichkeit, auch hier den Startpunkt festzulegen. Nachdem ihr das getan habt, könnt ihr hier oben über das Menü sogar noch festlegen, ob ihr direkt in der Luft starten wollt oder am Boden, entweder aus dem Cold and Dark heraus oder mit laufendem Motor, also startklar. Wichtig ist, um die Flugroute nun mit eurem Fluggerät, dem Flugplan entsprechend abzufliegen, müsst ihr mit eurer jeweiligen Navigation ausreichend vertraut sein. Auch hier gibt es viel zu entdecken und zu lernen, hier braucht man Geduld, also dranbleiben. Wie zu eingangs erwähnt, gibt es neben der Planung über die In-Sim-Funktionen auch noch den sogenannten Flight Planner. Dieser ist über eine eigene Homepage erreichbar, den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Hier müsst ihr euch entsprechend anmelden, entweder mit eurem Xbox bzw. Microsoft-Account oder dem PlayStation-Account. Und das ist jeweils relevant, damit ihr dann im Simulator selbst auf eurer Plattform den Flugplan abrufen könnt. Viele User planen direkt in der Simulation, wie hier in diesem Video gezeigt. Andere wiederum halten die Planung über eine externe Seite, also den Flight Planner, für komfortabler. Hierzu würde mich euer Feedback interessieren. Wo plant ihr eure Flüge? Und wäre ein separates Video über den Flight Planner eventuell hilfreich? Wenn dir dieses Video gefallen und geholfen hat, dann lasse zur Unterstützung dieses Kanals gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere und aktiviere die Glocke, um keinen der kommenden Inhalte hier auf Andiana TV zu verpassen. Für Fragen und Ergänzungen nutze bitte die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.